Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem Video heute möchte ich mal ein wenig auf den World Boss eingehen und was mein persönlich größtes Problem mit dem Feature ist und was wahrscheinlich auch viele von euch ja so ein bisschen, sag ich mal, stört bei dem World Boss generell. Dabei klammern wir heute aus dem Video komplett aus die Kosten, wie teuer der World Boss ist, Balancing-Faktoren oder auch Rewards, was einem der bringt. Ne? Das klammern wir jetzt alles mal aus, sondern gehen jetzt einfach nur an das Grundgerüst des World Bosses, wie er aufgebaut ist und wie er spielbar ist. Und ich denke mal, ich glaube, dass vielen das schon ein Dorn im Auge sein wird, denn neben den ganzen Beschwerden, die natürlich auch kommen, dass der Teil zu teuer ist, ne? Oder halt eben, und das ist jetzt auch der Hauptfaktor des Videos, keinen Spaß macht. Stimmt ja schon bei vielen, die was zu dem Feature sagen, mit dem World Boss an sich nicht. Das heißt, das Ding ist, woran man am ehesten schrauben sollte, ist nicht so, ne? Also klar, natürlich auch die Balance und die Kosten und sowas alles, sondern das komplette Feature an sich, ne? Und jetzt hoffe ich nicht, dass ihr sowas reinschreibt wie, ja, schafft den World Boss komplett ab, weil ich glaube, dass man da draußen ein richtig geiles Feature machen könnte. Man muss ihn nur von Grund auf neu umstülpen. Und das würde natürlich einiges an Energie und Kosten auch aufbringen dafür, ne? Und eventuell müsste der World Boss auch für 1-2 Monate oder 1-2 Quartale, weil er ja einmal pro Quartal auch kommt, so wie die anderen Events, aussetzen, damit das Ganze stattfindet. Aber wir hatten letztes Mal im Livestream eine kleine Brainstorm-Runde gehabt, sag ich mal, zu dem World Boss, und da sind ein paar sehr coole Ideen bei rumgekommen, die ich heute nochmal in dem Video hier zusammenfassen möchte, weil, ja, wie gesagt, die meisten, die man fragt, die finden das Feature an sich schon langweilig und sagen, schafft den World Boss ab. Ja, das hört man sehr häufig so, ne? Ich finde persönlich, der World Boss ist ja an sich per se ein Feature, was sich ja viele in der Community lange Zeit gewünscht hatten. Nur halt eben wurde es komplett anders vom Spieleentwickler interpretiert, wie die Community es sich eigentlich vorgestellt hatte. Und was ich sehr häufig halt höre, das ist so das meiste, dass der World Boss den Leuten keinen Spaß macht und dass sie das Event langweilig finden und für das Geld, was man hier in diesem Feature ausgibt, nichts geboten bekommt im Umkehrschluss. Es ist einfach nur ein Eintauschen von Geld gegen Ressourcen. Mehr ist es am Ende des Tages nicht, außer dass man halt mal sein Katapult ein bisschen aufbaut und mal hier und da eine Ebene switcht oder so, das war's. Ansonsten ist das eher ein passives Event, was per se auch nicht schlecht ist. Ja, nur gibt es halt da eben verschiedene Faktoren, die viele, glaube ich, abfuckt, und da kommt ihr auch sehr gerne ins Spiel. Schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und wie ihr den World Boss am besten komplett, ja, umkrempeln wollt, wenn er nach euren Wünschen gefällig werden sollte, so, ne? Und das, was wir letztens im Livestream so ein bisschen besprochen hatten, ist Folgendes. Der World Boss geht vielen auf den Sack, weil er relativ langweilig ist und man trotzdem aber immer wieder reinschauen muss. Also es ist nicht so, wie zum Beispiel, wenn man das jetzt mit den anderen temporären Events vergleicht, zum Beispiel den Elevator und den Legendary Dungeon. Was machen die Events aus? Man geht einmal pro Tag rein, macht dort sein Stuff fertig und dann geht man wieder raus und hat erstmal eine Zeit lang bis zum nächsten Tag erstmal 24 Stunden oder 20 Stunden oder so seine Ruhe, bevor man wieder reingeht. Das ist zumindest bei den meisten Spielern so. Wir gehen jetzt nicht von den Hardcore-Pilzern aus, die, keine Ahnung, irgendwie hunderte von Runs machen oder so und die ganze Zeit im LD hängen. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich den Durchschnittsspieler, der einmal pro Tag reingeht, und das war's dann. Und beim World Boss haben wir halt das Problem, dass viele Leute das Feature an sich schon etwas öde finden und hier nicht nur einmal pro Tag reingehen müssen, sondern eigentlich die ganze Zeit
gezwungen sind, immer mal wieder reinzugucken, weil es gibt ja verschiedene Faktoren, die einen als Spieler belasten bei dem Event. Das ist einmal, wenn dein Katapult ausläuft, das ist einmal, wenn deine Munition ausläuft, das ist, wenn der World Boss stirbt, dann musst du die Ebenen wechseln, damit du keinen Leerlauf hast in der Ebene, wo du bist, falls eine andere Ebene schneller down geht oder so. Ne? Also du musst die ganze Zeit vom Kopf her auch beim World Boss trotzdem sein, obwohl du es gar nicht möchtest, weil du das Event an sich schon langweilig findest. So. Und das schreckt auch schon viele von dem Event so ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich persönlich finde, das ist so das meiste, was ich gehört hatte bisher von der Community aus. So, und das ist natürlich dann ein Problem, weil der Spieler wird indirekt gezwungen reinzuschauen, obwohl er gar nicht so wirklich Bock hat. Ne? Wenn man da jetzt was gegen fixen möchte, dann kann man das ja so ähnlich machen wie bei den anderen 2 Events, beim LD und Elevator. Dass man sagt, man geht schon mal nur einmal pro Tag rein, macht dort sein Stuff beim World Boss und verlässt dann wieder das Feature. So, ne? Weil dann hat man einmal kurz an dem Tag dann seinen Spaß, nutzt das Feature und den Rest des Tages hat man dann seine Ruhe. Wie bei den meisten Features eigentlich in Shakes and Fidget so. Ne? Und das wäre dann auch eben so, dass man das beim World Boss, also das ist jetzt alles nur Theorie, Crafting, Brainstorming so, ne? Aber ihr schreibt mir sehr gerne mal, was ihr davon haltet. Dass man sagt, okay, man geht bei dem World Boss auch nur einmal pro Tag rein, macht dort sein Stuff und der kann das und dann verlässt man den World Boss wieder. So, und das kann ja dann auch ruhig etwas interaktiver sein, sag ich mal. Weil ich glaube, was viele vermissen bei dem World Boss ist, wenn sie sagen, der ist öde, langweilig oder repetitiv oder so, vermissen sie einfach die spielerische Interaktion. Also ihnen wird nichts geboten für das Geld, was die ausgeben, außer dass man mal das Katapult ausbaut. Es wird nichts großartig visualisiert. Die World Bosse an sich sehen natürlich top aus, ne? Da kann man nichts gegen sagen so. Das Ganze ist schon sehr gut designt tatsächlich. Also da auf jeden Fall Shoutouts an Marvin Clifford, der das zeichnet. Aber spielerisch bietet das Ganze halt eben nicht großartige Anreize. Wenn wir das jetzt mit dem LD vergleichen, ist das schon mal anders. Dort haben wir viel mehr Interaktionsspielraum, was der Spieler halt eben zur Hand bekommt, ja. Du bist selbst für deine Entscheidungen verantwortlich. Du kannst dir aussuchen, links, rechts. Das ganze Gameplay ist deutlich interaktiver und etwas actionreicher als der World Boss. Beim Elevator haben wir Dungeons, die wir jeden Tag durchentern können, ne? Und halt auch günstiger entern können, als wenn wir jetzt eine Stunde in den normalen Dungeons Lichtwelt, Schattenwelt oder sowas warten müssen, weil durch die Elevator-Tickets, was auch wieder ein bisschen Adrenalinschub auslöst. Du kommst höher in der Ehrenhalle und supportest dadurch deine Gilde. So, und beim Elevator ist halt spielt auch ganz groß der Zusammenhalt der Gilde, einen riesengroßen Teil des Features halt wieder. Beim LD ist man eher so für sich, beim Elevator ist man zusammen, so ein Gilden-Event halt eben. Und der World Boss ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie kämpfst du mit dem Server gegen den World Boss, bist aber auch irgendwie auf dich allein gestellt so. Ne? Du hast nicht das Gefühl, dass der Server jetzt gerade so wirklich gegen den World Boss kämpft und so. Und es wird halt auch nichts visualisiert. Und interaktiven Gameplay-Spaß bekommst du auch nicht wirklich so geboten für das, was du an Geld halt bei dem Feature halt eben ausgibst. So, ne? Und da kamen wir eben zu der Entscheidung, dass man sagt, okay, man nimmt halt eben den World Boss, geht einmal pro Tag rein und hat dort eben seinen Spielspaß. Weil viele wollen auch nicht, dass der World Boss zu zeitintensiv wird. Andere wollen auch wieder, ne, da gibt es 2 Lager. Es gibt einmal das Lager, die wollen halt, dass der World Boss sehr zeitintensiv ist und man sich da sehr drinne committen kann, wie bei den letzten World Bossen, kannst du viel mehr Zeit reinstecken, sehr kompetitiver spielen, 70-30 Katapult, ne? Hast dann aber nicht mehr Zeit für andere Chars. Also da, ne, verstehe ich beide Seiten irgendwo, aber wir gehen jetzt einfach von dem Durchschnittsspieler aus. So, ne? Man muss ja für die breite Masse denken und nicht für Einzelne, die halt eben mehr Spaß dran haben, etwas kompetitiver den World Boss zu spielen, so. Und da bin ich ganz klar dabei, dass die Leute halt eben
in der Masse mehr die Leute sind, die eher casual unterwegs sind, als die Leute, die auf Tryhard da reinpilzen wollen und dass denen halt mehr Spielspaß geboten wird. Um jetzt auf den Schluss zu kommen, wo wir jetzt eigentlich hin wollten mit dem Take ist, wie kann man das Ganze gestalten, wenn man einmal pro Tag in den World Boss reingeht? Man hat ja bei dem World Boss sein Katapult, was man aufbaut, was dann halt eben gut ist, um den Damage zu verstärken gegen den World Boss. Ja, und das kann man ja aufbauen mit Pilze oder Katalysatoren. Und ich finde persönlich, man sollte den Aufbau des Katapultes etwas interaktiver gestalten. Das kann man entweder machen, indem man auf verschiedene Quests geht, auf Reisen, irgendwelche Gegner besiegt oder verschiedene Pfade bereist, um halt eben Ressourcen zu sammeln, um sein Katapult aufzubauen. Das kann natürlich auch Pilze kosten, so, ne? Aber ich finde, dass man dadurch etwas mehr Spielspaß bekommt, wenn man halt wirklich das Gefühl hat, okay, man tut hier was, um sein Katapult aufzubauen. Das kann man auch Free-to-Play machen, kann man auch auf eine bestimmte Pilz-Eco-Weise machen oder halt eben Pay-to-Win. Und je nachdem, wie viel die Leute halt eben dort reincommitten wollen, wird halt das Katapult besser. Und das macht man einmal pro Tag. Man baut einmal pro Tag sein Katapult auf und das feuert dann gegen den World Boss ab. Ja, natürlich müsste dann das ganze Game-Feature an sich geändert werden und auch die World Bosse in der Reihenfolge und in der Masse müssten irgendwie anders, das komplette Balancing müsste umgebaut werden dadurch dann halt, ne? Aber ich persönlich finde, dass wenn man einmal pro Tag reingeht, seinen interaktiven Spielspaß hat, wie beispielsweise beim LD, wodurch man dann halt eben sein Katapult aufbaut, das belädt, ausbaut, verbessert, upgradet und dadurch halt eben verschiedene Quests rein abschließen muss, finde ich das bringt einen das deutlich mehr Spielspaß, als wenn man einfach nur im Shop, wie im Zauber- und Waffenladen sich Upgrades kauft. So, ne? Das ist halt einfach sehr simpel gedacht, bringt aber nicht wirklich viel Spielspaß für den Spieler. Und ich glaube, das ist das, was die meisten vermissen bei dem Feature, der Spielspaß und halt eben die Interaktion mit dem Feature an sich so. Weil das ist wirklich die Kritik, die ich am meisten höre. Das Feature ist langweilig, weg damit, das macht keinen Spaß. Und natürlich gibt es immer die Ausnahme. Ne? Es gibt immer Leute, die sagen natürlich auch, dass ihnen das so Spaß macht, aber wenn man sich verschiedene Umfragen anschaut, und wir haben dazu auch schon auf YouTube Umfragen gemacht, sind wir wirklich, das kann ich euch auch nochmal hier in dem Video gerade mal zeigen, dass ich hier kein Bullshit erzähle, dann ist es wirklich so, dass die meisten Leute den World Boss an sich nicht gut finden. Und da hilft auch nichts dabei, oder hilft auch nichts, wenn Playa da jedes Mal den World Boss ändert oder vom Balancing her angenehmer macht oder die Kosten senkt. Ich kann euch hundertprozentig sagen, lasst Playa noch 50% mehr die Kosten senken. Die Leute beschweren sich trotzdem und die beschweren sich nicht darüber, dass das Feature so viel Gold bringt für den Pilzanteil. Nein, die beschweren sich, weil sie das Feature an sich nicht gut finden. So, das ist ja die Kernkritik dahinter. Der erste World Boss, der war ja richtig, oder war das jetzt, nee, das war der erste, der war ja richtig stark von den Ressourcen her. Der hatte mir 10 Milliarden Gold gegeben oder so für einen Bruchteil von dem, was man heutzutage bezahlen muss. Und trotzdem haben die Leute das Feature gehatet, weil die das an sich halt eben einfach nicht gut fanden. So, ne? Hier ist die Umfrage von vor 3 Monaten. Wie zufrieden seid ihr mit dem World Boss Event? Bin zufrieden, kann weg, guter Dinge, dass es besser wird. Ich könnte euch 100% sagen, ich könnte die Umfrage jetzt nochmal machen, das Ergebnis würde ähnlich aussehen. So, und deswegen liegt es halt eben nicht an dem Balancing-Faktoren oder an den Kostenfaktoren von dem Event. Nein, es liegt an dem World Boss selbst, dass das Event selbst den Leuten keinen Spaß macht. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass man den halt eben von Grund auf umkrempeln würde. Und dazu packt man halt eben die Problematiken an. Das ist, dass man jeden Tag reinschauen muss und sich die ganze Zeit mit befassen muss, die ganze Zeit am Start sein muss, die ganze Zeit gucken muss, dass man richtig platziert ist, Katapult geladen, Munition ausreichend vorhanden.
Dann kommt halt eben der Faktor dazu, dass das Ganze auch ziemlich viel Geld kostet, so, ne? Und dass das Feature halt eben viel zu simpel ist, in dem, was es halt eben anzeigt und den Spieler bietet an Spielspaß, so an Interaktion. Das ist halt nichts anderes, als wenn man im Waffen- oder Zauberladen sich ein paar Epics kauft oder so, nur dass man halt hier im Katapultladen ein paar Upgrades sich kauft, so, ne? Das ist ungefähr der gleiche Spielspaß. Es ist so, als ob man ein Epic-Event spielt, nur halt eben in sehr teuer und in sehr unbelohnend, sag ich mal, im Vergleich. Naja gut, Epic-Event muss man auch gucken, ist jetzt auch nicht unbedingt immer das Lohnenswerteste, so, ne? Aber das nun mal so vom Spaßfaktor her ist es das gleiche, als ob man ein Epic-Event spielt und sich ein paar Items oder ein paar Upgrades kauft halt eben so, ne? Holt man sich halt eben nicht für sein Char. Für sein Char ist es ja sogar noch ein paar Tage, Wochen oder Monate bleibend. Beim World Boss geht das nur 4 Tage und dann sind deine ganzen Upgrades und sowas wieder weg, ne? Deswegen mein Vorschlag, man nimmt diese ganzen Faktoren raus, die einen abfacken, dass man die ganze Zeit gucken muss, die ganze Zeit da sein muss, immer Katapult, Muni beladen und Stages wechseln beim World Boss, nimmt man alles raus. Dafür geht man einmal pro Tag rein, baut sein Katapult auf, hat so ähnliche Spielinteraktionen wie beim Legendary Dungeon. Man geht auf verschiedene Questreihen. Das müssen auch nicht solche Questreihen sein wie hier, ne? Also versteht mich nicht falsch. Das sind nicht solche Questreihen, wie was ich mir vorstelle, wie Expedition, dass man jetzt hier irgendwelche Aufgaben annimmt und dann gegen Monster fightet, sondern eher vielleicht auch so in First Person, so ein bisschen interaktiv. Man geht, keine Ahnung, wie zum Beispiel hier auf der Expedition durch die Wüste, durch den Dschungel oder was weiß ich, durch Gebirge, sammelt da ein paar Steine für die Munition, die man dann schießt auf auf den World Boss und so, ne? Und das halt eben nur einmal pro Tag. Und dort hat man dann halt eben genauso das Zeitfenster abgedeckt wie beim LD oder Elevator. Und das würde den Leuten, glaube ich, weniger auf den Sack gehen. Plus halt eben auch noch ein bisschen mehr Spielspaß bieten. So, ne? Dass man dann durch solche Levels sich begleitet, vielleicht noch mit anderen Mitstreitern zusammen, ne? Könnte man auch vielleicht zum Beispiel so machen, dass man zusammen auf Reisen geht, damit man vielleicht stärkere Monster oder sowas besiegt, so Team-Tactics oder hier so Teamfight-mäßig so, ne? Dass man vielleicht noch so Koop-mäßig sich mit anderen zusammenschließen kann, gegen stärkere Bosse kämpfen kann, ne? Irgendwann dann eben sein Katapult ready hat, damit das einmal pro Tag dann halt eben abfeuert auf den World Boss, so, ne? Weil irgendwo muss ja auch das Gemeinschaftsgefühl auch da sein, sag ich mal, dass der ganze Server auch dagegen kämpft. Und wenn man dann sein Katapult ready hat, dann kommt man vielleicht visuell dargestellt an so eine Ebene, wo man sagt, okay, jetzt ist man hier auf dem Schlachtfeld, links und rechts neben mir stehen noch 1000 andere Mitstreiter oder so und alle haben ihr Katapult ready. Das muss nicht mal animiert sein, sondern einfach nur als Bild dargestellt. So, und man ist jetzt da und dann kämpft man gegen den World Boss. Kleine Animation reicht aus, bisschen bedrohliche Atmosphäre und dann hat man einmal pro Tag sein Katapult abgefeuert da, ne? So, und ja, Balancing-technisch und alles andere mäßig, wirklich jetzt ausgeklammert, rein nur von der Theorie her, würde es besser ankommen. Wie das Ganze umgesetzt werden kann, natürlich Balancing-mäßig so. Ja, ich bin da jetzt kein Game Designer oder sowas, aber ich verstehe auf jeden Fall, was, glaube ich, so ein bisschen die Community zumindest so belastet und kann dahingehend halt auch eben Anreize vielleicht schaffen, auf neue Ideen zu kommen, beziehungsweise halt eben zu gucken, wo liegt halt wirklich die Problematik. Ne? Liegt die an den Kosten oder an den Rewards vom World Boss? Nein, es liegt an dem World Boss selbst, dass die Leute das nicht mögen. Und da muss halt eben von Grund auf angefasst oder aufgekrempelt werden, das ganze Feature, damit den Leuten das wirklich noch heutzutage schmackhaft gemacht wird. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich weiß, die meisten schreiben bestimmt rein, hier schafft das Ding ab, braucht keiner mehr. Ich sag, wenn man es von Kern auf umkrempelt, dann kann das ein geiles Ding werden. Allerdings, glaube ich, können die hier noch viel dran rumwerkeln und rumschrauben an Balancing und Kostensenkung. Das Feature wird trotzdem niemals zu 100% ankommen, wie zum Beispiel der LD oder Elevator, weil dafür einfach das Feature das gar nicht hergibt. So, ne? Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lest sie mir auf jeden Fall durch. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.